Hello everybody, I'm Mathieu, I'm from Warem, and we're here today at the Neckar Park. It's a new development area. It's under construction. As we can see here, some of the buildings are already built, and some of the buildings over there are still are being built right now. It's a special area because it has a lot of green areas. As you can see here, there are the green walls. Also, when it comes to the stormwater management, it's really special and it's new also. As we can see, they have these permeable pavements. It works as a sponge, we can say. So when it rains, all the water will just goes in, and after the rain stops, it will evaporate. It will mainly all of it evaporate. So in all of this area, they don't need additional stormwater pipes. Yeah, they just do everything on site. Größte Erschließungsgebiet in Stuttgart, was derzeit gebaut wird, mit 28 Hektar. Große Fläche und innerstädtisch. Das ist eigentlich eine sehr seltene Konstellation, dass man noch so große Flächen in der Stadt hat, die man entwickeln kann. Und von daher ist es eine große Herausforderung, dieses Gebiet zu entwickeln und eben auch modern zu entwickeln, nach modernen Grundsätzen. Gebiet ein modernes Regenwassermanagement entwickelt, um alle Facetten zu benutzen, die es derzeit auf dem Markt gibt, um Regenwasser auf dem Gebiet zu halten. Dazu zählen Gründach auf den Dächern zu verwenden, um Wasser auf den Gründächern zu speichern. Wir haben Fassadenbegrünung vorgeschlagen und vorgeschrieben gesetzlich, dass das zu machen ist, um Regenwasser zu nutzen für die Pflanzen. Und wir haben natürlich Regenwasserspeicherung auf den Flächen vorgesehen. Das erreichen wir durch offene Beläge in den Straßen und Plätzen. Und wir haben natürlich auch vorgeschrieben im Bebauungsplan, dass das Wasser, was auf den Grundstücken anfällt und nicht verdunstet, überläuft, in Zisternen gehalten wird und dann als Brauchwasser wieder benutzt werden soll. Damit erreichen wir, dass über 80% des Regenwassers im Gebiet bleibt und nicht nach außen abfließt. Also im Quartier haben wir eine Abwasserwärmerückgewinnung umgesetzt. Das bedeutet, wir haben einen großen Abwasserkanal genommen, einen bestehenden, haben den teilweise neu gebaut. Und dieser Abwasserkanal sammelt schon kommend von Esslingen Abwasser von der Stadt ein. Das heißt, wir haben einen sehr großen Durchfluss, wir haben auch gute Temperaturniveaus im Kanal. Also wir haben im Jahresdurchschnitt ungefähr 15 Grad Celsius. Das ist ein sehr gutes Temperaturniveau für einen Abwasserkanal. Da kann man sehr gut Abwasserwärmerückgewinnung betreiben. Und in diesen neuen Kanal haben wir 280 Meter lang Edelstahlwärmetauscher eingebaut. Und in diesen Edelstahlwärmetauschern erfolgt die Erwärmung des Wassers von unseren Wärmepumpen. Das heißt, der Wärmetauscher im Abwasser unsere Wärmequelle für die Wärmepumpen. Die Wärmepumpen entnehmen dann aus diesem Wärmetauscher die Wärme und pumpen das auf ein höheres Temperaturniveau, und zwar so um die 40 Grad, damit wir damit in die Heizungen können für die Gebäude, die im Quartier entstehen. Also das neue Quartier im Neckarpark wird komplett beheizt aus der Wärmepumpenwärme, aus der Abwärmenutzung und natürlich dann noch ein bisschen aus den BHKWs, die auch in der Heizzentrale stehen werden, und aus den Gaskesseln. Für den Neckarpark an sich, also für dieses Quartier, hier das mit 230.000 Quadratmeter netto Raumfläche gebaut wird, entziehen wir brauchen wir insgesamt 14.000 Megawattstunden Wärme pro Jahr fürs Gesamtquartier. Und 62% davon entziehen wir aus dem Abwasserwärmetauscher. Das heißt also, wir decken also einen wirklich großen Wärmebedarf mit dieser Abwasserwärme. Im Projekt hier im Neckarpark stellen jetzt natürlich auch noch, gerade was diese Vierleitertechnik angeht, also wir
im Neckarpark, wir haben ein Niedertemperaturwärmenetz für die Heizung und ein Hochtemperaturwärmenetz für die Trinkwasserbereitung und wir heizen das Trinkwasser mit der Niedertemperatur vor. Und diese Vorheizung, die ist so noch nicht gemacht worden. Das bringt mehrere technische Probleme mit sich im Gebäude auch, die man umsetzen muss. Und die setzen wir jetzt hier demonstrativ einmal um, damit auch andere davon profitieren können und zu sagen, okay, es hat jemand gemacht, das hat so funktioniert, wir können das jetzt übernehmen, wir können diese Lösungen nehmen und diese Lösungen für unser Quartier nochmal adaptieren vielleicht oder einfach komplett übertragen und sagen, wunderbar, es funktioniert. Es hat schon jemand für uns gemacht und deswegen ist das Forschungsprojekt auch gut.